Alles klar. Lass uns jetzt ein simples Lebenspunktesystem aufsetzen, wo die Event Any Damage dann zu Trage kommen. Also nichts Komplexes, sondern eine einfache Struktur. Der NPC-Gegner hier, der bekommt eine neue Variable über das Plus. Current Health. Current Health ist an der Stelle ein Float als Gleitpunktzahl. Was wir hier an der Stelle machen wollen, Event Any Damage. Wir wollen Current Health hier holen mit Get Current Health. Das Ganze subtrahieren, minus Subtract mit dem Damage, der ankommt. Was bei dem Subtraktionsergebnis dann rauskommt, das wird dann wieder in Current Health geschrieben. Dann ziehe ich Current Health hier auf den Pin hier. Das wird dann überschrieben mit dem neuen Wert, minus den Schaden, der ankommt. Danach können wir noch einen Check machen. Heißt hier, was da rauskommt. Ob das kleiner gleich ist, less equal 0. Wenn das der Fall ist, dann ist der Spielergegner ja tot. Mit B gedrückt halten Branch. Der soll dann umfallen an der Stelle, wenn die Lebenspunkte halt kleiner gleich 0 werden. Der geht dann in Richtung des Event. Hierzu machen wir ein Custom Event. Rechtsklick. Add Custom Event. Enemy Death. Das können wir jetzt hier im True-Zweig anfallen. Enemy Death. Das ist, wenn der Gegner keine Lebenspunkte mehr hat oder weniger als 0, dann wird er dieses Event starten mit Enemy Death. Wenn das Event dann startet, dann werden wir aus der Elternklasse setIsDead das Ganze auf wahr setzen. Der ist ja an der Stelle dead, gestorben. Typische Sachen, die man bei so einem NPC-Gegner dann macht. Man holt sich das Movement, Charakter-Movement, und macht dann sowas, dass er sich nicht bewegen kann. Charakter-Movement, Disable Movement. Dann ist dieses Charakter-Movement hier angepasst. Danach, was Sinn macht, ist, unsere Clear Target aufzurufen, weil er kann ja keinen mehr angreifen. Das setzt einige Variablen da wieder zurück. Damit wird halt sowas wie Combat weggemacht, Tick wieder zurückgesetzt und so weiter. Player Target zurückgesetzt. Gut, der wird sich dann nicht mehr bewegen, der ist ja dann tot, wo das Ding ja dann in den False-Zweig läuft. Zumindest macht er hier ein paar Resets am Anfang. Clear Target. Dann soll das Multiplayer technisch noch weitergehen. Hierzu machen wir uns einen Multicast. Rechtsklick. Add Custom Event. Multi-Enemy Death. Bei Replicate ist Multicast Reliable. Compile and Save. Im Mehrspieler wollen wir ja auch noch, dass die anderen Spieler was mitbekommen. Das heißt, wenn wir irgendwas ausführen wie eine Todanimation oder solche Sachen, das wäre halt die Stelle, an der man das dann auch spielt, über so einen Multicast. Da kriegen das auch die Mehrspieler mit. Und so andere Sachen wie Kollisionssachen und so weiter. Dann können wir das Ganze hier auch aufrufen, dass die Mehrspieler auch Bescheid wissen. Multi-Enemy Death. Was man danach machen kann, ist Detach from Controller pending Destroy. Das Ganze entfernt halt den NPC-Controller vom Gegner und solche Sachen. Das nächste, was wir hier machen, ist sowas wie Avoidance. Da haben wir noch nichts mitgemacht. Heißt, wenn wir in der WP Enemy Base hier auf Charakter Movement gehen und dort ganz nach unten scrollen, da haben wir sowas wie Charakter Movement, Avoidance und Use RVO Avoidance. Das wollen wir an der Stelle anschalten. Das ist halt sowas wie eine Umgehung. Avoidance. Das Ganze ist halt dafür da, dass NPCs, also die Gegner, nicht übereinander einfach laufen, sondern die versuchen sich hier ein bisschen auseinander zu bewegen, wenn die halt aneinander geraten. Das merkt man halt stark, wenn jetzt die Nahkampfangriffe kommen und die dann nicht mehr auf einem Punkt irgendwie laufen, sondern so ein bisschen Abstand zueinander haben. Das ist damit halt gemeint, diese RVO Avoidance, dass die NPC-Gegnercharaktere halt aufmerksam sind und einander nicht überlappen, sondern eher
das Ganze so weit vermeiden, dass die einander umgehen. Hier ist auch so, wie viel Zentimeter die da halt sind im Radius, dass die nicht einfach aufeinander rumtrampeln. 500 als Standardwert ist ein bisschen groß. Da kann man mit einem kleineren arbeiten. Vielleicht 125. Wenn die einander nicht zu weit umgehen, ist halt ein Wert, mit dem man rumspielen kann. Danach können wir halt das Character Movement an die Stelle packen. Dann können wir das Ganze deaktivieren. Set Avoidance Enabled. Mit False deaktivieren wir das, damit die nicht um die Leichen herumlaufen, wenn die dann halt tot sind, die Enemies, sondern nur bei noch mit Lebenspunkten versehenen Enemies halt das Ganze machen. Sonst werden die versuchen halt, ja, tote Ziele oder tote Enemies auch zu umgehen. Wenn wir das deaktivieren, werden die drüber trampeln. Sieht tatsächlich ein bisschen lustig aus, wenn die Leichen dort dann von den Gegnern vermieden werden, dass die nicht drüber laufen. Damit kann man das halt auch deaktivieren an der Stelle. Danach kann man ja optional auch ein Delay noch machen, bevor der Actor dann zerstört wird. Es ist euch überlassen, ob ihr das so ähnlich machen wollt. Einfach so ein Delay dann. 15 Sekunden. Destroy Actor. Danach wird der Korpus halt zerstört. Dann liegt er noch ein bisschen rum, bevor er weg ist. Das ist erstmal so eine Basisfunktion. Man kann natürlich auch hingehen und Animationen hier irgendwie reinmachen. Heißt, dass irgendwie der Körper dann einfach verrottet und zur Erde wird oder anders verschwindet. Hier an der Stelle ist es erstmal einfach gehalten, dass wir über ein Delay ihn liegen lassen und dann ist er einfach weg. Das nächste, was wir hier haben, ist unser Multicast, Enemy Death. Die anderen Spieler müssen ja auch mitbekommen, dass hier einer umgehauen ist und bald verschwindet. Heißt, wenn er dann nicht mehr da ist, wäre es halt nicht so schön, wenn die anderen Spieler hier irgendwie um diesen Collider noch als Capsule Component da noch gegenlaufen. Und obwohl da keiner mehr ist. Jetzt können wir in der Enemy Base uns diese Kapselkomponente schnappen. Das ist ja das Eltern-Element. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie man diese Kollision macht. Eine Möglichkeit ist Set Collision Profile Name zu nehmen. Update Overlaps. Man kann es zu Ragdollen machen. Das ist so ein Weg, den man nehmen kann. Das Ragdoll hier als Preset, wenn wir uns das in den Edit Project Settings angucken. Wir haben hier Kulissen, die Presets und dort haben wir diesen Ragdoll. Wenn wir den einmal öffnen, der ignoriert ja auch die Spielerpawn hier an der Stelle. Und Projectile, den kann man hier aktualisieren, dass er das auch ignoriert. Das ist halt so ein Preset, den man einfach nehmen kann, um die Collision dort zu ändern. Ragdoll ignoriert die Player Pawn, also die Spieler, und den Projectile. Dann an der Stelle Accept. Jetzt können wir auf der anderen Seite uns die Collision nochmal anschauen. WP Enemy Base bei der Mesh hier. Hier bei Collision und die Collision Presets. Als Standard können wir hier das einmal auf Custom setzen, um das für die Elternklasse einmal runter zu vererben. Und als Object-Typ nehmen wir Physics Body. Und bei Collision Enabled, da wollen wir No Collision. Das heißt, da soll keine Collision da sein. Das Ganze müsste soweit passen. Kompilieren und speichern das. Dann haben wir den Mesh auch aktualisiert. Das Ganze müsste an der Stelle okay sein. Der Gegner ist immer noch ganz okay und schießt herum. Macht hier an der Stelle 9 Damage. Ist halt noch fröhlich am Leben. Heißt an der Stelle, wir nutzen hier Ragdoll, um das für die ganzen Clients über den Server zu setzen. Die Capsule Component, dass die nicht komisch irgendwie drüber laufen im Spiel, obwohl dann niemand mehr da sein darf. Das, was die Kollision halt betrifft, ist ja die Capsule Component hier an der Stelle, nicht die Mesh. Die Mesh wollen wir an der Stelle halt nicht nutzen für Kollision. Wir haben hier No Collision hier eingestellt. So ein Skeletal Collision, der ja kostet halt recht Zeit. Da muss man auch die richtigen Assets haben für und die richtigen physikalischen Körper für die Mesh und so weiter. Hier gehen wir halt gut, indem wir Collision Enabled No Collision machen bei dem Mesh.
Können wir hingehen und einfach alles ignorieren, denke ich. Bei dem Mesh. Das müsste immer noch funktionieren. Ja. Das nächste, was man machen kann, ist, wir holen unsere Mesh, um so eine Totanimation zu spielen. Das ist so ein Weg, den man machen kann. Man holt sich den Mesh. Set Animation Mode. Und hier in Animation Mode, da nutzen wir mit Use Animation Asset. Damit nutzen wir halt eine andere Animation. Es löscht auch den Animation Blueprint, sobald die Gegner-NPC halt stirbt. Weil man möchte ja die anderen Animationen halt einfach weghaben und dann etwas anderes machen. Das heißt, wenn wir das testen, wir gehen einmal in den Enemy Worm Easy und der braucht an der Stelle ja erstmal ein paar Hitpoints. Das heißt, in der Class Defaults Enemy Worm Easy, da bekommt er 15 Hitpoints, dann braucht er 2 Schläge. Wir können hingehen und den einmal erschlagen. Das einmal, zweimal, dann stoppt die Animation und er bewegt sich gar nicht mehr an der Stelle. Der liegt einfach nur rum. Das Ganze schmeißt halt die Animation Blueprint raus an der Stelle. Und ja, mit dem Set Animation Mode heißt auch, dass es dann einfach performanter. Diese Animation wird einfach weggeschmissen vom Gegner, von Enemy. Und der ist einfach still, liegt da still da. Was man danach machen kann, ist irgend so eine Todanimation zu spielen. Hier können wir halt vom Mesh dann hingehen und eine Animation spielen an der Stelle, die vom Server aus halt gespielt wird. Hierzu brauchen wir eine Custom Event. Da werde ich einfach hier oben ein neues hinzufügen. Add Custom Event. Play Death Animation. Das ist etwas, was man in den Kindklassen überschreiben soll. Override, Custom Events to Override. Das wäre etwas, was man einfach überschreibt. In der Klasse Enemy Worm, easy, an der Stelle. Kompilieren und speichern. Das Ganze können wir dann hier unten nutzen. Play Death Animation. Das Ganze können wir dann für den Wurm einmal aufsetzen. Das heißt, in dem Enemy Worm, easy, in der Blueprint-Klasse, dort in den Event Graph, können wir das hier einmal löschen. Das nutzen wir da an der Stelle nicht, sondern wollen hier dieses Custom Event überschreiben. Add Event Play Death Animation. Das wird hier überschrieben. Das müsste man dann halt für jeden Spieler überschreiben, also für jeden Enemy, den man macht. Hintergrund ist, dass wenn wir uns die Mesh ziehen hier und Play Animation, dann kann ich mit Rechtsklick hier das nicht zu einer Variable machen, also Promote to Variable. Das ist ausgegraut an der Stelle. Deswegen das gleiche ist halt bei der Enemy Base. Wenn man das hier halt machen würde, da kann man das halt nicht zur Variable promoten. Das geht einfach nicht bei dem Play Animation. Man kann hier halt keine Variable draus machen. Deswegen an der Stelle in jede Klasse verschoben. Und zwar über den Weg, dass wir hier so einen Override definieren, der dann von jeder Klasse überschrieben werden muss. Die dann halt von BP Enemy Base erbt. Und hier an der Stelle der Enemy Wurm. Easy. Der muss das halt überschreiben. Hier muss man die halt hart setzen. Hier an der Stelle. Die Maus sei. Unser Wurm, der bekommt jetzt eine Animation, die er spielt, wenn er halt tot ist. Da können wir halt in unseren Content Browser dort in den Infinity Blade Enemy den Enemy Clot Wurm holen. Hier haben wir so Animationen. Und irgendwo hier wird auch so eine Totanimation sein. Exo Game Clot Worm Death 1. Das können wir da einstöpseln. Enemy Worm Easy. Hier dann zuweisen. Compile und Save. Wichtig ist an der Stelle, dass er kein Looping hier macht, sondern das einmal nur ausführt. Wenn wir das Ganze jetzt spielen und ich dann hingehe und den Wurm hier erschlage, dann spielt er hier diese Totanimation und liegt dann andersrum. Das Ganze ist serverseitig replicated
in der Multicast. Das heißt, wenn ich das Ganze auch als Client spiele, Play as Client, dann sehen das auch alle anderen Spieler. Wenn man da hingeht und diesen Wurm dann erschlägt, dann wird das weiter projiziert, sodass alle Clients das sehen, die dann auch noch im Spiel sind und diese Death Animation da mitbekommen. Und die Collision an der Stelle ist dann auch nicht mehr da, auch für die anderen Clients. Und man sieht, nach 15 Sekunden ist dann dieser Korpus weg. Das nächste ist, wir machen noch die Lebenspunkte für den Spieler. Wir haben hier die Current Health ja für die Enemy definiert. Und ihr habt ja alles von BP Base Char. Das heißt, das müsste einmal an der anderen Stelle nach oben verschoben werden, damit wir das auch gleich für den Spieler haben mit dem Current Health als Variable. Ich werde an der Stelle Current Health einmal hochschieben in den BP Base Charakter. Heißt in BP Enemy Base Current Health. Den werde ich an der Stelle rechtsklicken. Cut, um den auszuschneiden. Yes. Dann in den BP Player Base Char. Im Main-Ordner BP Base Char. Dort können wir den dann bei den Variablen einmal einfügen. Rechtsklick, Paste Variable. Das ist unser Current Health. Jetzt können wir in der BP Enemy Base das nochmal setzen. Get Current Health. Das wird dann minus dem Schaden halt subtrahiert. Und hier dann Set Current Health mit den neuen Lebenspunkten überschrieben. Und hier, wenn das Ganze mit den neuen Lebenspunkten kleiner gleich 0 ist, dann geht er halt weiter in den True-Zweig und spielt dann seine Death. Das an der Stelle einmal untervererbt und Current Health hochgeschoben in die Elternklasse BP Base Char. Kompilieren und speichern. Das müsste an der Stelle noch funktionieren. Ja. Jetzt kann Current Health sowohl der Enemy als auch der Spielercharakter nutzen, weil die beide ja von BP Base Char erben. Dann gehen wir nochmal in den BP Base Char und neben Current Health können wir ja noch Mana erstellen, weil der Paladin, der nutzt ja auch Mana, da über das Plus. Das Ganze könnte man natürlich auch über so ein Structure darstellen. Hier wollen wir an der Stelle erstmal das so bei belassen. Hier wieder Float als Current Mana, Compile and Save. Jetzt haben die Kind-Elemente, sowohl der Enemy als auch der Spielercharakter, dann Current Health und Mana, mit denen man arbeiten kann. Kann man daraus noch eine Kategorie machen. Das sind ja sowas wie Stats, Eigenschaften von den Spielern oder Enemies. Bei Kategorie dann Stats. Das gleiche auch für Current Mana. Stats, Compile and Save. Jetzt kann man das Ganze in dem Enemy Worm Easy einstellen. Class Defaults. Das heißt, er hat das soweit übernommen. Current Health 15, Current Mana 0, weil der Wurm nutzt kein Mana. Jetzt können wir uns dem Paladin widmen. Das heißt, den Enemy schließe ich an der Stelle. Und holen mir dann den Paladin. Im Main-Ordner Paladin, da haben wir unsere Blueprint-Class Player Paladin. Hier in den Class Defaults können wir bei Stats, Current Health und Current Mana setzen. An der Stelle macht es vielleicht Sinn, eine Structure zu nutzen, um vom Spieler die Eigenschaften darzustellen. Das ist eine Datenarchitektur an der Stelle, die wir nutzen können. Wir gehen in den Content-Browser, können das halt auch wieder vererbungstechnisch machen. Im Main-Ordner, da kann man ein Structure erstellen. Wir brauchen ja auch so Sachen wie maximales Mana oder maximale Hitpoints. Das, was in den Stats so wichtig ist, das wird dann über das Structure dargestellt. Rechtsklick. Unter Blueprints haben wir Structure. S-Stats. Kann man das Structure einmal öffnen. Das hält halt Informationen in einer Variable. Die erste ist dann sowas wie Current Health. Das ist ein Float an der Stelle. Über plus Hit Variable können wir die weiteren hinzufügen. Max Health, Current Mana, Max Mana. Structure als Datenobjekt macht das Ganze etwas einfacher, solche Stats zu verwalten. Das heißt, statt
verschiedene Variablen für jeden einzelnen Eintrag zu haben, dann nutzen wir einfach das Structure, um die ganzen Werte dann zu verwalten. Heißt, in unserem BP-Base-Charakter, statt die ganzen Stats hier als Variablen darzustellen, können wir einfach ein Structure verwenden, das dann die Variablen innen drin hält, in dieser Datenstruktur. Das können wir an der Stelle speichern. Dann gehen wir in die BP-Base-Char und können hier an der Stelle bei Variables eine neue hinzufügen, mit Plus. Die nennen wir Stats. Und vom Variablentyp s-stats. Das ist unser Structure s-stats. Kompilieren, speichern. Und dieses Stats-Structure, das kann Verification replicated sein, um sicher zu gehen, dass das übers Netzwerk auch replicated wird. Jetzt können wir das ganze Structure auch mal nutzen. Heißt, wir können wieder unseren BP-Enemy-Base öffnen und dann auf das Structure umgestalten. Hier bei Event Any Damage. Hier können wir jetzt unsere Stats nutzen mit Rechtsklick. Get Stats. Das ist unser Structure. Dann können wir hier rausziehen und Break as Stats. Das Ganze aufbröseln und uns die Stats rausholen. Hier haben wir die ganzen Stats dann, die wir nutzen können. Das hier oben können wir jetzt refactoren. Mit Alt gedrückt, mit Steuerung gedrückt, können wir den Pin hier rausziehen und unser Current Health hier unten nehmen. Den hier können wir an der Stelle löschen. Hier können wir dieses Break as Stats mit Hide Unconnected Pins verstecken. Der wird die anderen halt verstecken. Das nächste ist, dass wir diese Current Health setzen, und zwar in den Stats hier. Jetzt können wir das Ganze einfach duplizieren. Stats, einmal ausgewählt, Steuerung D. Hier können wir dann über diese Stats mit Set Members in S-Stats das Ganze setzen. Hiermit muss man halt auch vorsichtig sein. Wir wollen ja hier nur die Current Health setzen mit Set Members in Stats. Wenn wir jetzt hingehen, was ja zu Fehl- oder falschem Verhalten führt, ist, wenn wir hier einfach alle auswählen, obwohl wir nur die Current Health setzen wollen. Gehen dann hier hin, öffnen dann alle, wollen hier nur Current Health setzen. Mit Steuerung schiebe ich das mal rüber. Danach geht man hin und holt sich dann auch noch Break as Stats und vergleicht die Current Health hier an der Stelle mit dem Wert. Den lösche ich an der Stelle. Hide Unconnected Pins. Das heißt, damit können wir das wieder setzen oder abfragen. Was hier im Grunde passiert ist, wir holen uns die Stats und setzen die Mitglieder hier, haben hier einfach alle ausgewählt und den eingestöpselt, den wir setzen wollen. Das wäre halt nicht ganz richtig, weil das Ganze uns die anderen Sachen halt auf 0 setzt. Das heißt, hier muss man aufpassen, wenn man die Set Members in so einem Stats macht, in so einem Structure, dass man die anderen nicht ausgewählt hat. Sonst würden man die anderen einfach auf 0 setzen und Current Health halt auf den Wert, den man halt subtrahiert hat hier an der Stelle. Das ist so, was man beachten muss, wenn man Stats, also diese Struktur nutzt, so ein Structure, dass man die anderen, die man nicht nutzt, hier nicht aus Versehen auch mit 0 überschreibt. Heißt das, was man hier nicht anfassen will, nicht setzen will, die wird man hier nicht ausgewählt haben. Das heißt, Max Health, Current Mana, Max Mana, die wollen wir halt nicht setzen, sondern nur die Current Health, Hide Unconnected Pins. Da muss man halt aufpassen, wenn man etwas setzt, dass man nicht aus Versehen die anderen auf 0 setzt. Das ist an der Stelle zu beachten. Und das Prozedere ist dann ähnlich. Man holt das dann raus, das Ergebnis, und zwar dieses Structure. Break as Stats, holt sich Current Health, kann das dann vergleichen mit, ist es kleiner 0, also kleiner gleich 0. Wenn es true ist, dann macht er halt weiter wie bisher. So viel dazu. So ein kurzer Überblick zu Structures. Das Ganze macht es halt übersichtlicher auf Dauer, wenn wir halt mit Stats arbeiten, mit Eigenschaften, die halt auch der Spieler hat oder irgendwelche Enemies. Jetzt können wir halt hingehen an der Stelle und uns BP Base Char holen. Da haben wir ja die Stats an der Stelle und können hier diese Current Health und Current Mana wieder löschen. Delete.
Delete. Die Stats schiebe ich noch nach oben. Dann nutzen wir die Stats als Variable für die Eigenschaften. Compile Save. Und zurück in unserem AI-NPC, dem Wurm. Da können wir im Enemy Worm Easy dort bei den Stats das einmal aufklappen, in den Class Defaults und die Eigenschaften setzen. Max Health, dann hat er 15 und Current Health 15 als Standardwert, wenn er gespawnt wird. Kompiliere und speichere ihn, um das Structure hier zu aktualisieren. Gleich können wir auch bei dem Paladin noch einrichten, Player Paladin. Der hat jetzt auch in den Class Defaults hier die Stats. Current Health kann dann sein 90, Max Health auch 90 und Current Mana 30 und Max Mana 30. Das Ganze noch ein bisschen größer machen. Vielleicht 45. Dann hat er ein bisschen mehr Mana. Jetzt hat der Wurm und der Paladin Stats und die funktionieren soweit. Der stirbt auch mit einer Stirb-Animation. Wir werden dann die Stats wieder schließen. Die haben wir auch nicht mehr nutzen in diesem Spiel. Außer man möchte irgendwie was wie Stamina nutzen. Das heißt Ausdauer. Wir nutzen jetzt keine Ausdauer in diesem Dungeon Crawler. Dann schließe ich das Stats. Die Enemy schließe ich auch einmal an der Stelle. Dann machen wir beim Paladin einfach weiter. Das Ganze können wir dann im nächsten Video machen und dort das Schadensystem aufsetzen. Das in diesem Video haben wir eine Datenstruktur aufgesetzt und ein bisschen aufgeräumt. Und im nächsten Video machen wir mit dem Paladin weiter. Dann sehe ich euch einfach im nächsten Video. Bis bald!